Ich stehe hier mit Timo von der Berliner Tafel e.V. Und hi Timo. Hallo, schön hier zu sein. Cool. Eine kurze Frage zu dem Event. Was hältst du von dem Event? Kurze Frage, kurze Antwort, großartiges Ding. Ja, sehr toll. Also tolles Publikum, tolles Wetter. Ja, sehr, sehr schön. Wir freuen uns hier zu sein. Also den Leuten schmeckt es auch sehr gut und ja, es ist schon auch fast alles aufgegessen. Das freut uns auch sehr. Ja. Es freut uns auch wahnsinnig. Ihr habt auch wirklich ein richtig, richtig geiles Buffet auf die Beine gestellt mit allem, was man sich vorstellen kann. Ich finde es eine super Sache. Also es macht einfach auf ein sehr großes Problem aufmerksam und ja, man kriegt gerettetes Essen für wenig Geld. Also super, es hat uns super Spaß gemacht. Wir fanden es toll, dass wir eingeladen sind. Da nochmal herzlichen Dank an euch. Klasse, auch das Publikum. Ich finde, was ich gar nicht aus anderen Bereichen kenne, was mich immer wieder fasziniert, wo ich auch gerade Gänsehaut kriege, ist einfach die Liebe, mit der die Leute es machen und wo man einfach merkt, dass da so ein Elan hintersteckt, dass einfach, da wird einem warm ums Herz, muss ich wirklich sagen. Ich denke, es war sehr, sehr interessant. Alle waren hier, da waren sehr viele verschiedene gute Initiativen, zum Beispiel Foodsharing, Surplus, Tafel, Dingdams und ja, es war wirklich unglaublich schön. Ich glaube, das beste Feedback war, dass Leute miteinander gesprochen haben und darum ging es heute. Super, also du bist zufrieden? Absolut, ja. Timo hat uns unter anderem mit sehr, sehr viel richtig gutem Essen versorgt, was normalerweise eigentlich weggeschmissen worden würde. Wie seid ihr dazu gekommen, das für dieses Event zu stellen? Also das heißt, jeder, der hier heute isst, und wir freuen uns natürlich über jeden, der vorbeikommt und mitmacht und isst und trinkt, hat niemanden was weggegessen. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Also da muss keiner Sorge haben, dass aufgrund dessen wir hier was mitgebracht haben, irgendjemand an anderer Stelle zu wenig hat. Also das ist definitiv nicht der Fall. Und es sind auch alles Lebensmittel, die heute noch gut sind, die heute noch genießbar sind, die aber morgen zum Beispiel aus rechtlichen, gesetzlichen Gründen, Auflagen hätten weggeschmissen werden müssen. Wie zum Beispiel Eier und Genau. Genau. Andere Frage, was hältst du von Meal Saver und Rescue? Also hast du dich mit dem Modell auseinandergesetzt? Was kannst du dazu sagen? Es ist super, dass ihr da mit der App da sozusagen das abdeckt. Das ist toll. Also ich glaube, es ist gut, dass jeder so im Prinzip seine Nische hat, wo Lebensmittelverschwendung bekämpft werden kann und wir da wirklich so als kollektiv gemeinsam arbeiten. Das ist sehr schön. das ist halt so eine Sache, die vereinfacht das Ganze nochmal. Also Foodsharing ist ja dann auch mit sehr viel Aufwand verbunden und so kann ich dann halt einfach über eine App was Gutes tun und auch noch gutes Essen genießen. Was Meal Saver und Rescue macht, finde ich so eine super Sache, weil ihr oder ihr spezialisiert euch genau auf das, was wir nicht können. Und somit, wenn wir einfach mehr zusammenkommen und zusammenarbeiten, können wir wirklich sicherstellen, diese Lebensmittelrettung noch nachhaltiger zu machen. Ihr macht das, was ihr am besten könnt. Ja? Wir machen das, was wir am besten können. Keiner kommt sich in die Quere, wir arbeiten, ich sage immer so, Brüder und Schwestern im Geiste. Ja? Wir arbeiten alle für die Wertschätzung von Lebensmitteln und gegen Lebensmittelverschwendung. Aber jeder hat sein Fachgebiet. Und das finde ich deshalb so großartig, dass es sowas gibt. Mit Rescue und Meal Saver, da kann man diesen Mainstream-Leute erreichen, weil viele Leute brauchen zum Beispiel Rescue, weil es ist günstig, günstig Essen. Und dann später überlegen dir, okay, da gibt es diesen globalen Problem und ich würde gern das supporten. Du hast ja auch das meiste Essen und so, dich um das meiste Essen für das Event gekümmert, das teilweise selber abgeholt und so. Was hast du dabei empfunden, als du es abgeholt hast? Wie war das Gefühl, diese ganzen zum Beispiel Eier zu finden und zu wissen, dass sie eigentlich weggeschmissen werden würden? Ja, das war mega heftig. Also wir sind ja mal zu der Tafel hingefahren, wir haben das uns ja mal angeguckt. Aber da jetzt selber zu stehen an einem Samstagnachmittag, wo es hieß, alles raus, das muss alles weggeschmissen werden. Die Leute von Rescue dürfen den letzten Rest mitnehmen. Und das waren der Rest vom Rest, wie Timo meinte, das waren Paletten von Eiern, das habe ich noch nie gesehen. Also Paletten von Käse ist unglaublich. Also das ist alles noch haltbar, das ist noch ein paar hier im Auto. Wie kann es denn sein, dass wir hier in Deutschland, in einem Wohlstandsland, dass Leute in Armut leben müssen, wir aber in dem gleichen Moment, wo wir wissen, dass Leute in Armut leben, Kinder, ja, jedes 4. Kind heutzutage lebt in Armut in Berlin, genau zu demselben Zeitpunkt Lebensmittel wegschmeißen, die noch genießbar sind. Also es war so ein Mix aus Begeisterung, aber auch Schockierung, was immer mehr geworden ist durch die Beschäftigung damit.
Was nehmt ihr von diesem Event mit nach Hause? Ganz viel. Ganz viel Fans. Auf jeden Fall keine restlichen Dumplings mehr. Die sind nämlich alle weg. Nicht zuletzt wegen mir. Genau, also wir haben uns super gefreut, hier zu sein. Ganz neue, auch Freunde gewonnen sozusagen. In dem Sinne, das ist ja auch der Spirit dieses Events, Kooperation statt Wettbewerb. Und gerade für diesen Markt ist das, glaube ich, wahnsinnig sinnvoll. Dankeschön, Timo. Sehr gerne, ja. Weiterhin gutes Gelingen auch. Dankeschön.